In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Bugs im Holz Pizzaschieber richtig vorbereitet. Ich habe hier ein bisschen Rapsöl. Den Pizzaschieber habe ich vorher mit einem feuchten Tuch kurz eben sauber gewischt, von allen Seiten, allen Kanten, kurz nochmal durchtrocknen lassen und erst dann gebe ich jetzt hier das Rapsöl drauf. Beide Utensilien habe ich jetzt von Bugs im Holz zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Ich verlinke euch die Produkte selbstverständlich auch nochmal unten in der Beschreibung. Und ihr solltet generell eure Holzutensilien, die ihr habt, nicht nur die von Bugs im Holz, immer ordentlich und zwischendurch mit Öl bearbeiten. Also zuallererst natürlich, bevor ihr sie das erste Mal verwendet und dann auch immer mal wieder zwischendurch zur Pflege. Das müsst ihr nicht jedes Mal nach Gebrauch machen, aber immer mal wieder so zwischendurch, je nachdem, wie häufig ihr das benutzt. Bei dem Pizzaschieber mache ich das zum Beispiel so einmal im Monat. Bei uns gibt es recht häufig Pizza. Aber klar, wir haben auch Teenager im Haus, da braucht man das häufiger. Und da müsst ihr einfach gucken. Ihr seht es ja einfach, ob da die Patina noch eben drauf ist vom Öl oder nicht. Und das Gute an dieser Holzbehandlung ist nicht nur, dass ihr länger Freude an dem Produkt habt, sondern die Pizza lässt sich dadurch natürlich auch besser drauf und wieder runterschieben. Also Win-Win für beide Seiten. Ich habe jetzt, wie gesagt, das Rapsöl von Bugs im Holz genommen. Ihr könnt selbstverständlich auch anderes Öl verwenden. Ein gutes Olivenöl oder ein anderes Pflanzenöl geht genauso. Ich habe auch schon mal von einer Mischung gehört von Kokosöl und Bienenwachs. Das wäre jetzt für die Veganer nicht das Richtige, aber solche Sachen gibt es auch. Falls ihr daran Interesse habt, zu wissen, wie ihr das am besten macht, sagt mir gerne Bescheid, dann mache ich da natürlich auch noch mal gerne etwas fertig. Entweder ein kleines Video oder ein Beitrag, ganz wie ihr es euch wünscht. Ich pinsel das jetzt hier ein. Das könnt ihr, wenn ihr keinen Pinsel habt, auch sonst mit einem Küchentuch machen. Also diese Papiertücher, die es gibt, vorsichtig einölen oder im schlimmsten Fall, das habe ich auch schon gemacht, nehmt ihr ein bisschen Öl und verstreicht es dann mit der Hand. Da wird es aber dann nicht so schön fein und ihr habt tatsächlich einen größeren Film. Also entweder den Pinsel oder dann halt eben das Küchenkrepp. So die Rückseite und die Kanten auch einölen. So schön einstreichen. Und ich finde das Wahnsinn, dieses Rapsöl von der Heidmann-Mühle, wie schön goldgelb das strahlt. Also das ist wirklich wie der Raps auf der Wiese. Das sieht so toll aus, oder? Schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr ein bestimmtes Öl habt, mit dem ihr eure Holzprodukte am liebsten pflegt. Ich bin da eigentlich sehr flexibel. In letzter Zeit habe ich tatsächlich immer das Rapsöl genommen, nehme aber auch sonst gerne auch ein schönes Olivenöl. Und das würde mich tatsächlich mal sehr interessieren, welches ihr da gerne verwendet. So, ihr seht, ich streiche das schön ein. Wichtig, sobald ihr das eingestrichen habt, lasst das Ganze nochmal eben durchziehen. Ihr könntet es theoretisch sofort verwenden. Es ist aber für das Holz besser, wenn das Öl, was ihr jetzt bestrichen habt, nochmal Zeit bekommt, schön durchzuziehen. Dafür würde ich es jetzt nicht in der Sonne stehen lassen. Ich habe das Glück, meine Küche hat sowieso kein Fenster und ist schattig. Ich kann das einfach so stehen lassen, so angekippt an die Fliesen, damit es auch keine Fettflecken gibt. Hier gibt es noch weitere tolle Rezepte für euch und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.